Hier haben wir den neuen Revell-Bausatz Mercedes-Benz 300 SL im Maßstab 1:12. Also er ist groß, die Länge eines Pkw-Modells von 38 cm ist nicht ganz unerheblich. Hier haben wir die großen Teile. Macht eigentlich einen recht guten Eindruck. Also es ist festeres Plastik, ist natürlich beweglich, aber nicht so schwabbelig. Ich sehe jetzt auch gar keine, naja, schon ein paar kleine Probleme. Hier vielleicht an der Ecke, ich weiß nicht, ob man es sehen kann. Da müsste man noch mal nacharbeiten. Hier haben wir einen Grat. Vielleicht kann man das hier sehen, da ist ein Grat. Ob der dahin gehört, das ist ja immer noch eine Frage, weiß ich jetzt so nicht. Nicht auf dem Vorbildfoto. Wenn ich noch mal gucke, da ist kein solcher Grat. Das ist ja schon mal ein Anhaltspunkt. Da müsste weggeschliffen werden. Eigentlich auch kein Problem, wenn sich jemand ein solch großes und durchaus teures Modell kauft, dann wird er wohl auch ein wenig Schmirgelpapier haben und die Fähigkeiten haben, das zusammenzusetzen, das entsprechend zu beseitigen und zu überarbeiten. So, das Oberteil und das Unterteil macht ja auch einen guten Eindruck. Also das hier ist ein Unboxing-Video, eine erste Vorstellung. Ich weiß auch nicht mehr als andere Leute, da ich es noch nicht gebaut habe. Die Tücke liegt ja wie bekannt im Detail. Und da muss man gucken. Wenn man es jetzt mal zusammensetzt, so. Also, irgendwie nett. Ja, gut, nett. So. Und da möchte ich gleich zu den wesentlichen Teilen kommen. Es ist ein Modell aus den 50er Jahren. Ich glaube, es wurde gebaut von 1957 bis 1963. Korrigiert mich bitte nicht, wenn ich falsch liege, aber so in diesem Dreh. Das heißt, es ist Chrom dabei. Und das wissen wir natürlich alle. Chrom ist nicht immer ganz so einfach und Chrom ist auch nicht gleich Chrom. Das hier wirkt hochgradig verchromt, dick verchromt. Es wirkt so, das muss man sehen, wie das am Fahrzeug wirkt. Es ist extrem spiegelnd und das mag positiv sein. Mir kommt es sogar etwas zu spiegelnd vor. Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, damit umzugehen. Hier, das ist erwähnenswert. Das ist nochmal die Fenster. Also der Fensterrahmen, der verchromte Fensterrahmen, der hier in Chrom beiliegt, finde ich toll. Denn die in Chrom zu malen oder mit anderen Techniken aufzubringen, bevor die Klarsichtteile da reinkommen, das ist doch nicht ganz ohne. Vielleicht ist das ja hilfreich. Man kann also ich sehe es jetzt noch nicht, ich kann jetzt nicht jede einzelne Angussstelle hier überprüfen. Also ich bin immer jemand, der sagt, wenn es nicht zu schlimm ist, dann tue ich ein bisschen Chromfarbe auf die Anschlussstellen hier, wo abgesägt wird, wo das Chrom also verschwindet, da einen kleinen Tropfen Chromfarbe draufzusetzen. Vielleicht reicht das ja. Oder mit so einem Chromstift das zu übermalen, wenn man es nicht weiter sieht. Andere sind da anders, die sagen, nein, muss sowieso immer alles entchromt werden. Backofenreiniger, einsprühen, alles in Chrom, na super, viel Spaß. Und dann muss allerdings ein neuer Chrom aufgebracht werden und da bin ich wohl nicht der Geschickteste. Also das wird dann wieder zu matt. Dann kann ich gleich den Chrom mit etwas Farbe, also mit irgendeinem Klarlack, mattieren. Aber das muss man sehen. In manchen Fällen geht es gar nicht anders, wenn der Chrom zu dick drauf ist. Also ein Automodell irgendwann zu einer Art von Parodie wird, dann muss man natürlich was machen. Sehr hübsch ist hier 300 SL, also 300 für 3 Liter, für den 3-Liter-Motor. SL soll heißen super leicht.
Wir haben hier ganz ersichtlich die Motorhaube, Oberfläche ohne weitere Mängel. Hier ist eine kleine schadhafte Stelle, also so ganz ohne wird es nicht, ohne Spachtel wird es nicht ausgehen, also Schmirgelpapier. Ja, ganz einfache Teile, alle vorbereitet werden zum Bekleben. Hier auch ganz glatte Oberfläche. Hier, das sind diese Außentüren. Müssen wir gucken. Hier haben wir die Instrumententafel. Gut. Und hier, das sind Lufthutzen. Irgendwo an der Seite vielleicht. Ja. Ja, die sind auch geöffnet. Ja, also da muss gearbeitet werden. Also man kommt ohne intensives Feilen nicht aus. Sorgfältiges Feilen. Aber das macht ja auch den Spaß aus. Ne? So, was haben wir hier? Ach, das dürfte dieser Heckkoffer sein, der hinten im Fond des Autos hingelegt wird. Ich habe gelesen, wenn man diesen Koffer da reinsetzt, dann konnte man durch die Innenspiegel nicht nach hinten raussehen. Die ersten Modelle hatten auch keine Außenspiegel. Ja, das ist dann natürlich toll. Gut, das wird dazugehören. Das ist die Heckklappe. Da ist dann im Kofferraum der Ersatzreifen drin gewesen. So, hier, das sind die Felgen. Aus heutiger Sicht sind die Felgen von damals natürlich, das Letzte. Aber so ändert sich das halt auch die Fertigung. Das andere, die Teile wirken recht grob auf ihre Weise. Also hier alles sehr rund, alles so ein bisschen weich. Man darf nicht vergessen, die Form ist von 1960. 1960 kam dieses Modell zuerst raus. Und ich habe irgendwo gelesen, dass auch diese Lufteinlässe, vielleicht habe ich was falsch verstanden, dass die Lufteinlässe verschlossen gewesen wären. Wo ich noch gedacht habe, meine Güte, das ist ja nicht das Problem, die zu öffnen. Aber wenn sie schon offen sind, ist ja schön. Hier haben wir Sitze. Das ist von der Dachhimmel. Alles völlig ohne Details. Hier haben wir, das ist so geriffelt. Ja, das sieht ja gut aus, ist ja nett. Und die Sitze eben das Übliche. Da werden wir uns gleich nochmal mit den Decals beschäftigen, denn es gibt in Decals einen Sitzbezug dazu. Und das fand ich, als ich das erste Mal das gesehen habe, ganz toll. Wir sehen, also da ist nicht viel zu sagen, außer dass die Teile sehr groß sind. Ja. Hier, das ist der Rest des Inneres, also hier irgendwie so rüber. Ne? Und hier haben wir dann die Innenseiten der Flügeltüren. Und die Flügeltüren natürlich, wenn wir noch drauf kommen, die machen natürlich das Modell zu etwas Besonderem. Also ich kann mir kaum vorstellen, dass ich das Modell ohne geöffnete Flügeltüren bauen möchte. Kann man natürlich machen, aber ich finde das irgendwie komisch. Man wird also hier sicherlich etwas Aufwand treiben müssen. Vermute ich. So, wir haben hier den Motor nicht besonders detailliert, aber ja, es ist ein bisschen was da. Ob ich die Motorhaube nur geöffnet habe, das muss man dann sehen. Mit Sicherheit kann man da noch was anbauen. Wir gucken gleich mal in die Anleitung. Hier wieder nicht besondere scharfe Kanten, alles so weich gespritzt, das war eben damals so. Aber schöne große Teile und ich sehe hier jetzt gar nicht große Mängel. Bin eigentlich bisher recht erfreut. Wenn man es zusammenbaut, dann könnt ihr mich vielleicht schimpfen hören. Hier haben wir die Klarsichtteile. Na, die zu zeigen ist natürlich immer schwer. Da lege ich mal was drunter. So. Muss ja nicht. So. Hier kann man vielleicht sehen, das sind Klarsichtteile, die schon etwas älter sind, aus einem älteren Satz, aber ich kann hier keine besonderen Mängel entdecken, keine schweren Mängel jedenfalls. Relativ dick die Scheibe, aber gut, muss man sehen. Haben wir 5 von den Rädern
Die sind auch so lose, die habe ich nicht abgemacht. In der Mitte, das wird man rausbrechen müssen. Das mache ich jetzt nicht, die sind also hohl. Hier steht 6,70 und dann 15x. Ja, hier ist es nochmal keine Angabe des Herstellers da drauf. Das kann ich jetzt nicht sagen, ich habe es jetzt nicht nachgeprüft. Entspricht das dem damaligen Reifen, dass man zum Beispiel gar nicht draufgeschrieben hat, von wem der Reifen ist? Vielleicht war das damals ja nicht üblich, keine Ahnung. Und das wird eine Größenangabe sein. Die Seiten sind flach. Dann haben wir hier ein Profil und das ist recht sorgfältig ausgearbeitet, das Profil. Ja, gut, ich sehe hier auch keine Schwierigkeiten. Ist gut. Ja, 4 Schrauben und hier haben wir mal Kleinteile. Die sind zum Befestigen der Flügeltüren da. Ich bin mal froh, wenn sowas dabei ist, denn bei Flügeltüren, die so aufgestellt sein sollten, ist immer besser, Metallteile zu haben. Viele machen da oftmals auch selber eigene Verstrebungen hin. Da bin ich immer froh, wenn sowas dabei ist. Die Wasserschiebebilder. Was haben wir hier? Sehr schön gearbeitete Instrumente. Also sehr schön, ja. Die kann man hier vielleicht mal sehen. Das ist recht wenig erhaben, also das sind neue Decals. Ja. Hier auch so Warnhinweise für Strom. Toll. Hier haben wir verschiedene Autokennzeichen aus verschiedenen Ländern. Ein ganz aktuelles, dann einfach 300 SL. Ach ja, hier sieht man es. Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Niederlande, Italien, Belgien, Schweiz, Österreich und, ganz wichtig, USA. Hier bei der USA ist, warum haben die das Ding gemacht? Ach, da ist extra ein Scherensymbol. Anscheinend muss man die separat ausschneiden. Warum, weiß ich nicht. Sind die verbunden? Das ist ja ein Trägerfilm. Also man nimmt die vom Träger ab und manchmal ist es ein einheitlicher Trägerfilm, sodass ich, wenn ich ein einzelnes Decal abziehen will, muss ich es vorher ausschneiden. Das weiß ich nicht, aber macht hier so diesen Eindruck. Bin aber nicht so ganz sicher, ob das alles so stimmt. Das muss man einfach ausprobieren. Also hier, das heißt auf jeden Fall Achtung. Interessant ist das hier. Also das ist der Sitz, das dürfte die Sitzfläche sein und das ist die Rückenlehne. Und das wird wohl, vermute ich jetzt, ein Originalmuster sein, das damals verwendet worden ist. Ja, das meine ich gelesen zu haben. Und das selber zu bauen, zu malen, also ich könnte es nicht. Ja, jemand anders wird mir jetzt hinschreiben, wie einfach das ist. Ich kann es nicht und ich stelle es mir auch nicht einfach vor. Also das ist natürlich hilfreich. Und wenn wir die Flügeltüren aufstellen, wollen wir natürlich irgendwas sehen da drin. Ich muss nicht jedes einzelne Instrumenten sehen. Da sind andere Leute, die das interessiert. Und gut, hier ist sogar ein Autoradio noch dabei. Ob das wohl im Original schon dabei war? Ja, wahrscheinlich. Aber das ist natürlich nicht unwichtig. Wenn das für die Sitze ist, na, wir werden sehen. Ja, klasse. Also das gefällt mir sehr gut. Hier sehen wir, das dürften die Aufkleber sein, nochmal für die Felgen. Das ist die neue Revell-Anleitung, schön in Farbe. Ich habe das sehr gerne. Ich muss nicht jedes Foto in Farbe haben, nicht jede Anleitung, nicht diesen Inhalt in Farbe. Das ist eigentlich gar nicht nötig. Aber dass ich nochmal hier so das Modell sehe, das finde ich sehr, sehr schön. Wir sehen hier, da fehlt also auch dieser Falz, der wird wohl weggemacht werden müssen. Was wir hier sehen, ist das, was ich eben ansprach. Das Innere ist rot und hier haben wir dieses Schottenkaro-Muster. Da muss man sich Gedanken machen, das sollte man vielleicht seidenmatt machen. Na, mal schauen. Und hier die Innenseite der Flügeltüren auch, gegebenenfalls seidenmatt. Ja, ach nett. Also ich bin immer sehr erfreut. Sowas. Gut, die erste Seite kennt jeder, wenn sich sowas anguckt. Ich finde es gar nicht blöd und ein Anfänger sollte sich so etwas wirklich mal durchlesen.
Die Piktogramme sagen wirklich auch das Wesentliche über den Bau eines solchen Modells. Ich muss gestehen, wenn jemand die lesen muss, hätte ich gesagt, du bau doch erstmal was Einfacheres, was nicht so teuer ist, und dann mach das hier. So, ich habe schon gesehen, Sie haben ein relativ neues Symbol hier, wegfeilen. Da ist eine Feile drauf. Klasse. Ja. Die Farben. Die Farben sind hier wieder, oha, Revell ist ganz toll im Mischen von Farben. Hier soll man also Feuerrot-Seidenmatt mit Purpurrot-Seidenmatt mischen im Verhältnis 75:25. Hier haben wir dann den Motor. Ja, hier sehen wir nämlich schon dieses Symbol der Pfeile. Hier muss an der Seite irgendwas weggefeilt werden, 2 mm. Das sind die Zündkabel, die da angebracht werden. Ja, anscheinend dort an der Stelle, ach, da würde ich mir natürlich etwas bessere Anleitung wünschen. Also schön, dass es in Farbe ist, aber wo das exakt dahin kommt, vielleicht ist ja eine Markierung dran. Der Lüfterrotor ist auf dem Spritzling mit den Chromteilen drauf. War der damals verchromt? Doch wohl eher silberfarben. Vielleicht sollte man den abmatten. Das wird man sehen. Man sollte sich hier wirklich mal ein Originalfoto angucken. Und hier, ach je, na, das liebe ich ja. Hier werden sie dann angebracht. Auf beiden Seiten, toll. Also geschlossen. Wie zeigt man sie jetzt offen? Das kann ich hier nicht sehen, das kann ich nicht sagen. Also mit Sicherheit muss man sie geöffnet darstellen können. Alles andere ergibt auch gar keinen Sinn. Ja, und dann ist man fertig. Was kann man zu dem Modell sonst noch sagen? Natürlich habe ich mich ein bisschen vorbereitet, habe mir bei Wikipedia einiges durchgelesen und habe auch geguckt, von wann das Modell ist. Es ist von 1960, ist es glaube ich 4 oder 5 Mal erschienen, auch von Revell schon. Das ist also ein alter Bausatz. Und es gibt eine Besprechung, wo jemand sagt, die Proportionen würden nicht stimmen. Das kann ich nicht nachprüfen. Also bisher kann ich es nicht nachprüfen. Es sei in den Proportionen eben falsch. Ich habe dieses Modell noch nie im Original gesehen. Ich kann dazu nichts sagen. Wenn das so wäre, wäre es natürlich schlimm. Aber für sich genommen sehe ich überhaupt nicht, dass es ein Problem sein sollte, ein Modell von 1960 zu bauen, wenn ansonsten alles in Ordnung ist. Ich freue mich auf den Bau und falls jemand von euch, der das sieht, etwas über die Proportionen weiß, dann bitte ich euch, es unten reinzuschreiben, ob das wirklich falsch ist hier in den Proportionen oder nicht. Schönen Tag noch. Tschüss.